Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive PC Video. Und was für ein, ja, seltener Anblick. Wir befinden uns gerade in Tower B3. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich der eine oder andere, was zum Teufel machst du da? B3 ist sau schlecht. Und ja, tatsächlich ist es das. Also das größte Problem an B3 ist tatsächlich, dass es einfach zu groß ist, beziehungsweise die Mobdichte einfach nicht passt. Also im Endeffekt kann man es vergleichen mit B5, finde ich. Nur, dass es wesentlich offener ist. Also B5 sind ja relativ abgetrennte Räume voneinander. Also schon offen, aber naja. Du hast ja diese kleinen Durchgänge und irgendwie ist ja doch jeder Spawn, jeder Raum für sich im Endeffekt. Und eigentlich könnte B3 das perfekte Gegenstück zu B5 sein. Also einfach leveltechnisch, designtechnisch. Aber vom Prinzip her das gleiche. Mit halt, wie gesagt, sehr großen Räumen und sehr guter Mobdichte. Leider ist es das halt nicht. Also es hat sehr viel Potenzial, weil ich finde B3 eigentlich vom Aufbau her saugeil. Du hast einfach in allen Richtungen Monster und musst immer nur eins weiter rechts gehen, bist direkt bei den nächsten Monstern und hast halt riesige freie Flächen. Du hast nur diese Säulen in der Mitte. Mal die kleinen, mal die großen. Und das war es im Endeffekt. Also keine bis kaum Hindernisse. Aber wie man sieht, Problem definitiv die Mobdichte. Aber ich dachte mir, ich schaue mal hier vorbei, einfach nur um abzuchecken, wie es so aussieht, weil bei Flive PC, entweder sind es wirklich meine Erinnerungen, die mich trügen, oder es ist so ein bisschen dieser Nostalgie-Effekt, dass man irgendwie alles Vergangene besser in Erinnerung hat, als es eigentlich war oder sowas in der Richtung. Weil, also ich war jetzt nochmal B2 eine ganze Weile, ihr seht ja, ich bin mittlerweile schon Level 79, wobei man sagen muss, es ist immer noch 3,5-fach XP-Event, was wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum ich so schnell level. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Jedenfalls dachte ich mir halt, naja, Tower B2 habe ich jetzt echt viel Zeit verbracht. Und irgendwie knallt Tower B2 nicht so richtig oder es ballert einfach nicht, weil die Mobdichte ist deutlich schlechter, als ich sie in Erinnerung habe. Außerdem ist auch ein Problem, dass ich alles one-shotte, sobald ich critte mit dem Zagasbogen. Was es einfach super nervig macht, weil als Ranger, wenn ein Monster sau weit wegsteht und du one-shottest es, dann liegen halt auch die Drops außerhalb der Reichweite von einem CS-Pad. Das heißt, du musst nochmal extra zur Leiche von einem toten Monster laufen, damit dein CS-Pad oder du es lootest. Dadurch, dass das CS-Pad zu langsam ist und mit Blessed Step und so weiter, ist man dann selbst in der Regel sogar so schnell bei den Drops, dass man sie aufheben kann, bevor das CS-Pad auch nur in die Nähe davon kommt und ist dann schon längst wieder weg. Also ist einfach alles in einem bisschen nervig. Also die Einschränkung, dass man maximal 10 Level höhere Monster töten darf, um Gems zu droppen, ist auch tatsächlich ziemlich blöd, muss man sagen. Also bei drüber finde ich die Einschränkung eigentlich... Na gut, ich meine, das ist wahrscheinlich trotzdem besser, so wegen Power Boosting, Tanking und lauter solchen Sachen. Also wahrscheinlich macht es doch Sinn, dass es so ist. Aber ja, dadurch, dass es halt Flive PC ist, du hast halt sehr viel Damage schon im Low-Level, beziehungsweise vor allem im Low-Level mit wenig Equipment, kannst du schon extrem guten Damage machen. Und ja, das ist alles in einem einfach ein bisschen nervig. Also Mobdichte, nicht so wirklich zufriedenstellend. Dann haben wir ja die Hindernisse, über die haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und plus die One-Shots macht es mir echt schwierig auf B2 angemessen oder vernünftig zu farmen. Also gefühlt geht es jetzt hier auch nicht wirklich langsamer. Und hier ist es halt so, dass ich eigentlich keine One-Shots mache. Das heißt, ich kann jetzt zumindest wieder die Mob-Sammeltaktik in Anführungszeichen machen. Und ja, da irgendwie ein bisschen anders spielen. Dadurch, dass die Mobs aber, wie gesagt, so rar gesät sind, lohnt es sich definitiv nicht mehr. Also es ist Jacke wie Hose im Endeffekt. Also ich denke, B3 ist sogar schlechter, definitiv. Aber ich wollte mir, wie gesagt, das einfach mal angucken. Weil es hätte auch sein können, dass B3 gar nicht so schlecht ist, wie ich es in Erinnerung habe. Plus mit genügend Movement Speed, dass es vielleicht sogar so ausgeglichen ist, dass es mit B2, mit den Problemen, die ich gerade aufgezählt habe und beim letzten Mal, dass es irgendwie trotzdem mithalten könnte. Und ja, manchmal spawnen sie so in kleineren Grüppchen, so wie hier gerade, dass man 5 Monster relativ direkt nebeneinander ist. Ranger ja sowieso kein Problem. Ich meine, selbst wenn die nicht direkt nebeneinander stehen, du kannst die innerhalb von einer Sekunde trotzdem alle pullen. Also das ist in dem Fall tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber es bringt einfach nichts. Also das ist jetzt tatsächlich so Best-Case-Szenario. In einer Ecke mal der halbe Spawn gefühlt versammelt. Aber die respawnen halt nicht immer so. Und wenn sie halt am anderen Ende des Ganges quasi respawnen, dann bringt es einem halt auch nicht so viel. Also es ist schon alles in einem definitiv nicht so gut. Aber ich dachte mir auch, einerseits kann ich mal eine Story erzählen, die mir hier mal passiert ist, oder was heißt passiert ist, aber so ein bisschen Nostalgie-Story erzählen und einfach, wie gesagt, unseren Level-Fortschritt wieder so ein bisschen zusammenfassen. Immerhin sind wir jetzt fast Level 80.
Jedenfalls, die Story, die ich erzählen will, ist ungefähr, müsste es so gewesen sein, 2009, 2010, sowas in dem Bereich. Und damals war mein höchster Char mein Blade 4444. Sehr ikonischer Name, sehr oldschool der Name. Warum 4444? Blade war vergeben, Blade 4 war vergeben, Blade 44 war vergeben, Blade 444 war vergeben. Und dann habe ich noch eine 4 hinzugefügt. Blade 4444 war noch nicht vergeben. Yeah. Oldschool-Char-Namen. Ein absoluter Albtraum, weil einfach jeder Char-Name schon vergeben war. Und man keine Sonderzeichen und nichts benutzen konnte. Naja, auf jeden Fall war ich da im Tower B3, weil, wie gesagt, Level 82 war ich mit dem. Und zu dem Zeitpunkt war es mein absoluter Lieblingschar. Was lustig war, weil er war komplett verstattet. Also er hatte STA gestattet, er hatte Dex gestattet und STR. Ich glaube 25 STA, 30 oder 40 Dex und Rest STR. Was eigentlich gar nicht so ultra schlecht ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht verstattet des Todes, es ist jetzt nicht Full-Int-Blade oder so. Aber es ist schon nicht so gut, definitiv. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, gesagt hätte, okay, man farmt Dungeons oder Giants oder so, dann hätte das vielleicht sogar irgendwo Sinn gemacht. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einfach leveln wollen, viel Schaden machen wollen. Naja, und dafür war es auf jeden Fall Trash. Braucht man nicht drüber reden. Naja, und jedenfalls war ich dann hier und habe halt meine, keine Ahnung, 10k Crits vielleicht gemacht, wenn es hochkommt mit Luzakas Äxten. Und dann ist mir ein Blade begegnet. Immer, also immer öfter, sag ich mal. Ich war halt immer 1-2 Stunden hier am Leveln oder so, am Farmen, Tower B3 bei Hagur. Es waren wahrscheinlich nicht die normalen Hagur, wahrscheinlich waren es Spawn Hagur. Ja, wobei vielleicht waren es sogar die normalen. Ja, einer von beiden. Auf jeden Fall nicht die Captain. Weil die wären viel zu hoch gewesen. 8 Level über mir hätte ich nicht gepackt. Maximal 6, wahrscheinlich eher 4. Und naja, jedenfalls war hier ein Master Blade. Und ich habe halt, wie gesagt, maximal 10k Crits wahrscheinlich gemacht. Also ich habe meine 4, 5 und wenn ich nicht gecrittet habe, dann eher 6, 7 Hits für so ein Monster gebraucht. Also keine gute Killtime, definitiv nicht. Auch für 2009, 2010 war das schon keine sehr gute Killtime auf jeden Fall. Und da ist mir dann irgendwann ein Lichtlein aufgegangen, als ich diesen Master gesehen habe. Da dachte ich mir, damn, der macht so viel Damage und der hat dann einfach alles gewone-shottet. Ist halt richtig abgegangen. Hatte auch sau viel Speed, das ist hier durchmarschiert. Alles gewone-shottet oder getwo-shottet, wenn die Monster mal geblockt haben oder so. Oder wenn er mal nicht gecrittet hat. Wahrscheinlich hat er auch nicht genau 100% Crit-Rate gehabt. Aber auf jeden Fall dachte ich mir damals so, damn, so will ich auch sein. Und da habe ich dann irgendwann auch mal den Gedanken gefasst, weil ich habe immer sehr viel in CS investiert. Also es war mein Lieblings-Char, der Blade, weil ich auch meinen Lieblings-CS damals hatte. Also ich weiß gar nicht, ob ich es heute noch so feiern würde, aber ich kann es mal kurz erklären. Das habe ich schon mal ein paar Mal gesagt. Das war Vampire Head, Sunglasses irgendwas. Ich glaube Sunglasses Red, aber es ist in dem Fall nicht ziemlich wohl. Sie sehen ja fast alle gleich aus. Sunglasses Red, Snowman Suit, Gowns bin ich mir nicht mehr sicher. Entweder Hands oder Snowman Gloves, eins von beiden. Und die Boots waren Freestyler Boots. Und da war ich damals richtig stolz drauf, dass ich so mein Lieblings-CS habe, oder so ein cooles CS in meinen Augen hatte. Und war auch nice und so. Aber dann habe ich mir halt gedacht, damn, mein CS ist einige 100 Mio wert, was zum damaligen Zeitpunkt noch sehr viel Geld war. Also dafür konnte man sich einiges holen auf jeden Fall. Also noch einige Products, 100 Cash oder was auch immer. Das war damals einfach noch Geld. Nicht so wie heutzutage. Und habe mir dann gedacht, irgendwie ist es doch schon cooler, wenn du so viel Schaden machst. Und eigentlich, wie dein Charakter aussieht, ist ja eigentlich ziemlich Wurst. Und einerseits war das dann natürlich so ein bisschen ein Eye-Opener. So das erste Mal, wo ich daran gedacht habe, vielleicht mal nicht so viel in Fashion und so zu investieren, sondern mehr in Equipment zu investieren, dass man einfach stärker ist, so wie der Typ da, der mir die ganze Zeit begegnet ist und mir quasi gezeigt hat, wie scheiße ich bin. Und andererseits, ja, dachte ich mir jetzt auch so, also ich habe mir meine Stats angeguckt und mir gedacht, ganz schön verstattet bin ich eigentlich auch. Und das war so der erste Schritt in Richtung, mir mehr Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich in dem Spiel tue. Ich meine, da war ich ja dann auch schon, 12, 13 Jahre alt, also mal ein bisschen älter. Als ich vielleicht angefangen habe, war ich halt 10 oder so. Na gut, 13 ist jetzt auch nicht so viel älter, aber es ist ein paar Jährchen Entwicklung auf jeden Fall. Und ja, das war so ein bisschen Eye-Opening Experience einfach für mich hier bei den Hagur zu sehen. Es gibt mehr in diesem Spiel als nur Fashion und es gibt Wichtigeres in diesem Spiel als nur Fashion. Und obwohl das mein Lieblings-Char war und ich mit dem absolut gerne dort gespielt habe, ich hatte auch immer ein Pad draußen, was ich bis zu damals auch nie gemacht hatte. Vielleicht PC, früher war es ja echt eigentlich auch so, immer ein Pad dabei zu haben und zu leveln und halt auf gute Level zu spekulieren oder Pads mit 99,99 zu verkaufen, war eine ganz gute zusätzliche Einkommensquelle. Und wenn man einfach so gespielt hat, gelevelt hat oder aktiv war, konnte man so ein Pad ja eigentlich auch immer mitziehen. Also ja, auch das habe ich das da nicht gemacht. Das war so eine
Entwicklungsphase, wo ich mich eigentlich vom absoluten Kackbuhn, der alles falsch macht und gar nichts richtig macht und eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was er eigentlich tut, langsam entwickelt habe. Dank eben diesem mysteriösen Master Blade, der alles getu oder gewone-shottet hatte, langsam entwickelt habe, zu vielleicht mal ein bisschen darüber nachzudenken, was man eigentlich tut, was halt als Kind oder je jünger man ist, desto schwieriger ist es halt, sich da wirklich fundierte Gedanken darüber zu machen, über so ein Spiel. Und ja, das war einfach so meine Tower B3 Experience. Und das ist eigentlich so die hauptsächliche Erinnerung, die ich an Tower B3 habe. Danach habe ich eigentlich nie wieder wirklich Zeit in Tower B3 verbracht, muss ich einfach sagen. Weil dann eben auch so Gedanken kommen wie, B3 ist ja eigentlich gar nicht so gut, die Mobdichte dort ist voll schlecht. Warum zum Teufel sollte man dort hingehen? Auch über sowas hat man sich vorher nicht allzu viele Gedanken gemacht, bin ich ehrlich. Und ja, aber das war einfach so eine coole Sache, die mir hier eben passiert ist, die ich für immer mit B3 auf jeden Fall auch in Verbindung bringen werde. Und es tut einerseits auch ein bisschen weh, weil wie gesagt, damals war die Zeit einfach auch anders. Also es war auch irgendwie trotzdem, wenn ich so zurückdenke, cool, einfach nur ein paar Stunden Tower B3 zu grinden und an nichts anderes denken zu müssen sozusagen. Gar nicht so, ach, ich muss jetzt noch dieses Event machen. Oder jetzt im Flash Universe mittlerweile mit Dailies und so ist es auch ziemlich, ja, ich sag mal, anstrengend, vielleicht falsch, aber ja, irgendwie schon. Also du musst halt immer an so viele Sachen denken, ich muss meine Dailies machen, ich muss dies und jenes tun. Und früher war es ja eigentlich wirklich, du hattest ein simples Event, das dir auch nicht davon gelaufen ist, wenn du mal einen Tag nicht gespielt hast oder so, sondern du konntest einfach das Event farmen, hast dann 2 Stunden gefarmt, wenn du am nächsten Tag mal keine Zeit hattest oder keine Lust hattest, hast du halt einfach nicht gefarmt. Und dann am Wochenende, Freitag, Samstag, hast du halt mal 2 Stunden gefarmt oder 3 Stunden gefarmt oder 3 Stunden mehr gefarmt oder was auch immer. Und ja, es war einfach ein bisschen so eine stressfreiere, chilligere Zeit. Also war schon cool. Aber wie gesagt, es war auch eine absolute Noob-Zeit, weil man halt keine Ahnung davon gehabt hat, was man eigentlich tut. Oder ich zumindest nicht. Und halt, wie gesagt, mein ganzes Geld für Fashion ausgegeben habe. Sunglasses früher waren sauteuer. Snowman Suit war sauteuer. Wie gesagt, Snowman Gloves auch sauteuer. Also ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, es waren Snowman Gloves tatsächlich. Snowman Suit und Gloves, genau. Freestyler-Schuhe. Vampire Heads, Sunglasses. Also das ganze CS war wahrscheinlich wert zu viel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was man dafür alles bekommen hätte damals, aber einiges auf jeden Fall. Wie gesagt, allein die Sunglasses waren früher echt richtig teuer. Sind sie wahrscheinlich, ja, sind sie es immer noch? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Und naja, das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, weil ich jetzt immer wieder gefragt werde, wann denn jetzt dieses erste richtige Tournament ist. Also es finden jetzt alle 2 Wochen diese Gempion Qualifier statt. Diese Stage 1 Qualifier. Die sind immer im 2-Wochen-Rhythmus. Und das heißt, wir hatten jetzt erst 2 Qualifier tatsächlich von 6. Also es kommen jetzt noch 4 Qualifier. Also noch die nächsten 2 Monate. Also Februar und März ist jetzt komplett noch Qualifier. Und erst im April ist dann das erste richtige Tournament. Also für die Leute, die daran so ein bisschen interessiert sind, es dauert noch sehr lange, bis das tatsächlich richtige, oder was heißt richtige, aber bis das Finale losgeht von Stage 1 sozusagen. Also das zieht sich noch ein bisschen leider. Bis dahin werden wir auf jeden Fall noch einige Level-Ups haben, weil wie gesagt, es gibt ja noch diese Daily Tournaments und die anderen Qualifier spiele ich natürlich auch, weil da gibt es ja auch Preisgelder und so. Also da machen wir auf jeden Fall auch mit. Aber bis zum Stage 1 Final, wobei es halt für mich echt blöd ist, weil jetzt aktuell hätte ich tatsächlich Zeit, also jetzt aktuell wäre es richtig geil, wenn das Stage 1 Final schon stattfinden würde, weil jetzt könnte ich auf jeden Fall mehr spielen. Im April, muss nur mal schauen, wann es genau ist, also entweder Ende März oder wirklich April, ich bin mir ziemlich sicher, es war im April. Da könnte es halt richtig schwierig werden. Ich meine, klar, der Vorteil ist, es ist immer samstags auf Sonntag, das heißt von den Tagen her ist es auf jeden Fall nie ein Problem. Also Samstag und Sonntag sind definitiv die Tage, wo man eher am meisten Zeit hat. Aber ja, das muss ich mal echt gucken. Also es könnte halt sein, dass ich da nicht so viel Zeit habe und geht vielleicht den einen oder anderen auch so. Also es ist nicht ganz so gut. Also ja, mal schauen. Jedenfalls habe ich mich dafür auf jeden Fall auch schon qualifiziert. Das habe ich, glaube ich, aber schon gesagt. Also ich müsste eigentlich dafür qualifiziert sein. Die Top 8 von jedem Qualifier qualifiziert sich für das Stage Final. Das heißt, man hat 6 Chancen, sich zu qualifizieren. Ich bin ja beim letzten Stage Qualifier 7. geworden. Und das heißt, eigentlich müsste ich dafür qualifiziert sein. Aber naja, mal abwarten. Ich weiß auch gar nicht, wie es dann funktioniert, weil bisher muss man sich ja registrieren. Und ich weiß nicht, ob man sich da dann auch registrieren muss und der sagt dir dann, yo, passt, du kannst dich anmelden. Oder ob sich einfach nur Leute anmelden, die qualifiziert sind. Ich habe actually keine Ahnung. Also ich hoffe, dass das schon dann irgendwie so ist, dass das natürlich dann nicht geht, wenn man sich nicht qualifiziert hat. Aber muss man mal gucken, wie das dann genau aussieht. Ich meine, das ist halt alles noch neu. Ich meine, die Plattform an sich gibt es, by the way. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
Gempion an sich gibt es tatsächlich erst seit November. Also die Plattform selbst ist auch erst 2-3 Monate alt, deswegen Kinderkrankheiten, Anfangsschwierigkeiten wären da auf jeden Fall jetzt nicht ungewöhnlich, weil ich meine, klar, wenn etwas erst ein paar Monate existiert, dass sie dann von Anfang an alles richtig machen, alles schon selber wissen, wie es abläuft und so, ist klar. Gab auch hier und da schon kleine Probleme auf der Seite. Zum Beispiel haben sie, glaube ich, vergessen, jetzt am Anfang Februar die Daily Tournaments einzustellen. Das waren jetzt nämlich ein paar Tage lang gar keine Tournaments, obwohl unter der Woche war. Und unter der Woche ist es eigentlich jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Also auch ein bisschen komisch, dass da quasi ein paar Tage lang gar nichts lief. Lauter solche Sachen halt. Ich meine, es sind jetzt so Kinderkrankheiten, klar. Ich meine, ich persönlich bin da auch nicht mehr drüber. Mir ist das eigentlich relativ Wurst. Aber ja, muss man halt einfach mit leben und hoffen, dass sie es halt auf die Reihe bekommen. Die Firma hat ja so gesehen nicht direkt was mit Gala zu tun. Also sie haben zwar eine Partnerschaft oder eine Verbindung zu Gala, aber an für sich eine komplett eigenständige Firma. Also es ist keine Tochterfirma von Gala oder so, sondern ein eigenständiges Unternehmen. Deswegen hoffe ich da auch auf, ja. Ich will es nicht aussprechen, aber sagen wir es einfach mal so. Gala macht doch schon viel falsch. Und ja, das waren eigentlich so die Dinge, über die ich heute reden wollte. Wie gesagt, wir sind jetzt fast Level 80, also es ist insane, wie schnell du mit nur 3-fach XP-Event, ohne Party, ohne Leecher, ohne Amplis, ohne Power-Ups Levels. Klar, ich bin jetzt natürlich beim Monster, die 9 Level über mir sind, aber mit all dem, was ich gerade aufgezählt habe, ist trotzdem krass, dass ich so viel XP bekomme. Und ja, einfach crazy. Also Level 100, wenn das so weitergeht mit den XP-Events und den nächsten Tournaments, wobei, wie gesagt, ein paar Tage lang keine Dailies gemacht und so. Aber ja, müssen wir mal schauen, ob oder wie sich das mit dem Level so entwickelt. Ich wäre auf jeden Fall nicht sauer, wenn wir schnell Master hitten, weil das Master levelt man ja doch wieder deutlich langsamer, weil wir nur die halbe XP bekommen. Also da kann man das Ganze dann auf jeden Fall nochmal genießen. Zum Beispiel Korainense habe ich ja schon gesagt, gehen wir nochmal hin, wahrscheinlich als Master. Und Astria muss ich auch mal gucken. Also Prince in Astria, ne? Also Augu und Mutant Augu bin ich mir ziemlich sicher, sind von der Mobdichte her auch nicht so gut. Ich habe beim Augu nochmal drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, ach komm, ich gehe zu Augu, als ich 75 dann gehittet hatte. Und dann dachte ich mir, das letzte Mal, als ich auf Dryad war, Augu war irgendwie auch nicht ganz so geil. Aber Prince und Kings, die waren eigentlich schon immer ziemlich gut und natürlich Mammuts. Also die drei in Astria sollten sich eigentlich mobdichte-mäßig schon lohnen. Also definitiv mehr als Tower B4 zum Beispiel. Also ja, müssen wir mal schauen. Aber ja, irgendwie bin ich enttäuscht davon, wie die Mobdichte hier einfach ist. Also anscheinend auch wirklich komplett falsch. False Memory heißt es ja. Aber ja, mal schauen. Für jetzt auf jeden Fall sage ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Live PC, Live Universe Video wieder oder auch gerne im Livestream. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.